Hallo liebe Häkelfreunde, wir starten wie immer mit einer Schlaufe. Anschließend häkeln wir Luftmaschen. Die Anzahl der Luftmaschen kann bei diesem Muster beliebig sein. Zuerst häkeln wir eine Wendeluftmasche. Für die erste Reihe häkele ich gerne in die hinteren Schlaufen der Luftmaschen. Ich nenne sie Hügelchen. Ihr könnt das aber so machen, wie es euch am besten gefällt. In das erste Hügelchen eine feste Masche. Wir stechen ein, holen den Faden, ziehen ihn durch und holen ihn nochmal und ziehen ihn durch beide Schlaufen. Die Masche hat hier vorne zwei senkrechte Schlaufen. In die linke stechen wir jetzt ein und gleich darauf in das nächste Hügelchen. Wir holen den Faden, jetzt haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel. Wir holen den Faden nochmal und ziehen ihn durch alle 3 Schlaufen. So sieht das aus. Die Masche hat jetzt 3 senkrechte Schlaufen. In die linke steche ich wieder ein, anschließend in das nächste Hügelchen und hole den Faden. Dann hole ich den Faden nochmal und ziehe ihn durch alle 3 Schlaufen auf der Nadel. Das wiederhole ich jetzt bis zum Ende der Kette. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen und ein Like dazulassen. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos teilt und kommentiert. So sieht das bis hierher aus. Und weiter geht's. Ich habe das Ende der Luftmaschenkette erreicht und häkle die beiden letzten Maschen genauso wie die vorherigen. Das ist meine erste Reihe. Ich mache eine Wendeluftmasche und drehe das Häkelstück. Von der anderen Seite sieht es so aus. Die Maschen haben oben 2 Schlaufen, die ein V bilden. In die hintere der beiden Schlaufen häkeln wir jetzt weiter. In die erste hintere Schlaufe häkeln wir eine feste Masche. In die linke senkrechte Schlaufe stechen wir ein, dann in die hintere Schlaufe der nächsten Masche und holen den Faden. Dann holen wir den Faden nochmal und ziehen ihn durch alle 3 Schlaufen auf der Nadel. Und dann häkeln wir genauso weiter, wie ich das hier zeige.
Ich habe das Ende der zweiten Reihe erreicht und häkle die letzten beiden Maschen. So sieht das nach 2 Reihen aus. Ich mache eine Wendeluftmasche und drehe das Häkelstück. So sieht es von der anderen Seite aus. Nun beginnen wir die dritte Reihe genauso wie die zweite. Wir wiederholen diese eine Reihe so oft, wie wir es brauchen. Das Muster ist sehr einfach zu häkeln und sieht richtig toll aus. Insbesondere finde ich es in Baumwolle gehäkelt schön, da die Rippen richtig gut herauskommen. Ich habe das Ende der dritten Reihe erreicht. So sieht das bisher aus, von der einen Seite und von der anderen Seite. Weiter geht es mit der vierten Reihe. Ich habe ein paar Reihen mehr gehäkelt, damit ihr einen Eindruck von dem Muster bekommt. Wie gefällt es euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis bald!